In dieser Folge reisen wir durch Russland. Zuerst fahren wir am Kaspischen Meer entlang und danach durch Sibirien zum Baikalsee. 6000 Kilometer durch die Weite von Russland. Und los! Ich bin die Rebecca. Und ich bin Patrick. Wir lieben das Abenteuer, Begegnungen und die Natur. Egal in welche Richtung. Wir nehmen dich mit zu den schönsten Orten der Welt. Wir reisen in einem Monat durch Russland. Nur ein Monat für so ein großes Land, das ist ziemlich sportlich. Und unser Saurer ist auch nicht der schnellste. Dafür haben wir immer ein Gesprächsthema, denn die meisten meinen, dass unser Saurer ein russischer LKW sei. Was denkst denn du über Russland? Ich denke an die riesige Größe und die Weite. Korruption, das wurde uns schon so viel Mal gesagt. Und das kalte Sibirien. Mal schauen, ob Russland so ist oder doch eher anders. Unser erster Parkplatz in Russland ist in Derbent. Wir haben Aussicht über das Kaspische Meer und stehen direkt neben einer Burg, die wir natürlich besichtigen gehen. So wunderschön. 20 Meter hoch, kein Geländer. Das ist vorstellbar. Ist das wirklich nur 20 Meter? Wir fahren wieder mal in das Gebirge Kaukasus, denn wir sind auf der Suche nach dem Machu Picchu vom Kaukasus, das Dorf Gamsutl. Dieses Dorf befindet sich in Dagestan, einer Region in Russland, in der vor gar nicht so langer Zeit Krieg herrschte. Wir machen eine Wanderung hoch zum Dorf Gamsutl. Das Dorf ist schon einige Jahre verlassen. Als die Straße bei einem Unwetter abstürzte, zogen die Bewohner in die umliegenden Dörfer. Wir haben täglich 7 Polizeikontrollen. Bezahlen müssen wir nie irgendwas, aber wir werden immer wieder mal versteckt gefragt, ob wir Schweizer Münzen oder Euro dabei haben. Haben wir nicht und somit ist die Polizeikontrolle beendet.
Die Wolga ist mit 3530 km der längste und wasserreichste Fluss von Europa und einer der längsten Flüsse der Welt. Tönt wahnsinnig gut, oder? Ja, dabei ist die Wolga auf dem 17. Platz. Allgemein hören und lesen wir immer wieder auf unserer Reise. Eine der ältesten, eine der höchsten der Welt. Und wenn man genauer liest, ist es nicht mehr ganz so spektakulär. In Astrachan stehen wir das erste Mal neben der Wolga. Wir schauen den Kreml von Astrachan an. Bei Sonnenuntergang spazieren wir der Wolga entlang. Vor der Abfahrt kontrolliere ich wie jedes Mal vor dem Abfahren den Inhalt des Dieseltanks. Dieses Mal ist der Originalstab trocken, als ich ihn wieder herausziehe. Schaffen wir es die 2 Kilometer bis zur Tankstelle? Auf einer dreispurigen Straße, gerade als die Ampel grün schaltet, ging der Diesel aus und der Motor stellte ab. Ich schnappte mir den Zusatzkanister und rannte zur nächsten Tankstelle. In dieser Zeit sitze ich im Saurer, so irgendwie machtlos. Zringelum fahren die Autos weiter, hupen und ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann kommt noch die Polizei. Was soll ich ihnen erklären? Ich kann kein Russisch, sie können kein Englisch. Irgendwie versuche ich ihnen zu erklären, dass Patrick bald wieder kommt. Und da kommt er auch schon 5 Minuten später. Ich fülle den Zusatzkanister in den Tank ein, pumpe auf der Vorförderpumpe den Diesel zum Motor und Rebecca lässt dann gleichzeitig den Motor an. Alles läuft wieder und wir fahren zur nächsten Tankstelle. Elista ist eine buddhistisch geprägte Stadt. Mitten in Russland sieht man nicht nur Tempelanlagen, sondern auch die Menschen haben eher mongolische Gesichtszüge und nicht russische. Yes, Glöcklet! Viel mehr sehen wir von dieser Stadt nicht, denn wir fahren täglich 7 Stunden oder noch mehr. Und oft queren wir genau eine Stadt im Feierabendverkehr. Das braucht sehr oft sehr viel Zeit, aber ist immer wieder lustig. Viel sehen wir auf Instagram ein Foto, wie wir im Stau stehen, oder ein Beifahrer hält zum Fenster raus sein Handy mit unserem Instagram-Account. Wolgograd an der Wolga. Wunderschöner Übernachtungsplatz inklusive Farbenkino.
Der Stil von der russischen orthodoxen Kirchen gefällt uns sehr. Wie riesig Russland ist schwer vorstellbar. Aber wenn wir tagelang fahren und die Abwechslung ist, wenn wir nach kilometerlangen Weizenfeldern mal kilometerlange Sonnenblumenfelder sehen, oder nach Dutzenden Kilometer mal Birkenwälder, und später die Fichtenwälder und die Mischwälder. Ups, jetzt bin ich zu schnell gewesen. Wir sind ja erst in Novosibirsk. Sibirien beginnt nach dem Gebirge Ural und nein, da hat es nicht das ganze Jahr Schnee und eisige Kälte. Es ist jetzt September und wir tragen immer wieder mal kurze Hosen. Durch Novosibirsk fließt der Fluss Ob, der an einigen Stellen bis zu 1 Kilometer breit ist und uns von dem Hauptstadtteil trennt. Und das Wetter ist, naja. Gehen wir einmal nach draußen. Den ganzen Morgen hocken wir wie faule Äpfel im Camper. Dann gehen wir raus, suchen den Regen, kommen klatschnass nach einer halben Stunde zurück und haben nichts gesehen. Anna, Schuhe ausdrücken. Dritter Anlauf. Patrick, was meinst du dazu? Frisch angezogen? Sind wir ja schon mal? Ja, wir hoffen es klappt. Eine Sehenswürdigkeit ist der Zugbahnhof. In ganz Russland läuft der Zug- und Flugverkehr nach Moskauer Zeit. Denn Russland hat 11 Zeitzonen. Einfach riesig, dieses Land. Die Dörfer sind eine wunderbare Abwechslung. So liebevoll gebaute Holzhäuser und kunstvoll angemalt. Die Birke ist der wichtigste Baum für die Russen, sozusagen ein Nationalsymbol. Dieser Baum wird gerne neben dem Haus gepflanzt als Beschützer. 2/3 der Bodenfläche von Russland ist dauerhaft gefroren. Permafrost, den sehen wir sehr gut an den Birkenstämmen, die aus dem Boden ragen ohne Blätter. Wir sehen immer wieder Sumpflandschaften. In Russland befindet sich der größte Sumpf weltweit, das Moor Lusjanga.
Irgendwo in der Nähe der Straße parkieren wir den Saurer und freuen uns auf das Nachtessen und eine ruhige Nacht. Doch dann hält ein Russe direkt hinter uns. Alex will unbedingt, dass wir mit ihm mitkommen. Als wir eigentlich schon gesagt haben, nein, es ist für uns okay, dieser Platz hier, fährt er davon, aber es lässt ihm keine Ruhe. Er kommt zurück und sagt, wir müssen unbedingt mitkommen. Und ja, da haben wir uns halt entschieden, okay, wir fahren mit ihm mit zu seinem Wochenendhaus. Bei seinem Haus angekommen, zeigt er uns den Grund, wieso wir unbedingt mitkommen müssen. Eine Sauna, eine russische Banja. Er beginnt gleich mit dem Beheizen der Banja und wir kochen unterdessen das Nachtessen. Wir genießen gemeinsam diesen Abend und unser erstes originale russische Banja-Erlebnis. Am Wochenende und auch sonst draußen in der Welt. Da schauen wir schnell. SRF 3 Meldungsupdate. 39 Kilometer vor ihr Gruppe. Magst du noch fahren? Und etwa 18.000 Kilometer schon gefahren, seit wir gestartet sind in der Schweiz. Juhu! Fahren mag ich schon lange nicht mehr, aber ich plane auch nicht den Streckenabschnitt, sonst werden sie viel kürzer. Hast du sonst noch gleich Reklamationen anzubringen? Nein, ich fahre ja eigentlich gerne. Und wieder mal im Feierabendverkehr in die Stadt hinein. Ihr Krux bekommen wir wieder mal Besuch aus der Schweiz, von Peders Schwester, die für eine Weile mit uns mitreist. Wir besichtigen gemeinsam die Stadt. Wir freuen uns schon lange darauf und jetzt ist es endlich soweit. Wir fahren zum tiefsten See der Welt, dem Baikalsee. Der Grillmeister. Oh, jetzt ist es voll mega geil. Wir genießen die Zeit mit Angeln, Wir verbringen die letzten Tage in dem goldigen Herbst von Russland.
und bekommen eine Führung von einem russischen orthodoxen Mönch durch das Kloster. Und schnorcheln bei 13 Grad. Zur Einstimmung auf das nächste Land besichtigen wir eine buddhistische Tempelanlage. Ein Monat für das größte Land der Welt ist nicht sehr lange. Doch es wird Zeit für uns, denn das Mongolei-Visum lacht uns im Pass an. Bis zum nächsten Mal in der Mongolei. Tschüss!